Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Kathi und ich begrüße euch zu einem neuen Video mit meinen Häkelarbeiten. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid oder vielleicht auch neu zu uns gefunden habt. Ich freue mich. Ihr seht es, ich habe hier 3 Sachen liegen. Einmal neu, das zeige ich euch gleich. Einmal das eine Tuch, an dem habe ich weitergearbeitet, aber nur ein kleines Stückchen. Und einmal der erste fertige Teil von meinem Pullover. Und hier ist noch der nächste Teil davon. Nur hier seht ihr schon mal, wie er ungefähr fertig vom Muster her aussieht. Da ist jetzt ein Knäuel von dem Gründel Pastello reingewandert. Hier seht ihr es. Ich habe den neu ausprobiert, weil ich mal wissen wollte, wie es ist, wenn ich das Bündchen gleich mit dran häkel. Und das habt ihr hier gesehen. Da ist es sozusagen gleich ohne Übergang, ohne alles, gleich mit am Pullover dran. Dazu, wie ich das hier jetzt gemacht habe, mache ich auch noch gleich ein kleines Video. Und da zeige ich euch gerade, wie man das hier sozusagen mit dem oder ohne diesen Übergang hinbekommt. Ja. Also, das ist nicht vergessen, das Video kommt. Ich musste mir nur ein paar Gedanken machen, wie ich das am besten zeige, weil der Pullover von mir ist ja noch nicht fertig. Aber ich möchte euch jetzt nicht so lange warten lassen, bis ich meine Sachen hier fertig habe, bis ihr dann hier das Video zu dem Pullover-Bündchen sozusagen bekommt. Also, das kommt. Ich habe es auf dem Schirm und ich mache es auch jetzt noch auf alle Fälle die Woche, dass ihr das dann auch für eure Arbeiten benutzen könnt. Ja, den hier häkele ich mit einer 5er Nadel oder 5,5er Nadel, so rum. Hier ist sie. Die zeige ich euch ja regelmäßig momentan. Die ist für den Pullover oder Polunder, je nachdem, was ich daraus mache. Ich weiß noch nicht, ob er Ärmel bekommt oder nicht. Da bin ich mir noch unsicher. Ja, hier ist das Pastello, der zweite Knäuel. Hier ist noch unser Maschenmarkierer vom ersten Teil. Den machen wir dann gleich mal fest. Hier seht ihr nochmal den Farbverlauf von dem Pastello von Gründel. Es ist Baumwolle und Polyacryl für eine 6er bis 5er Nadel geeignet. Ja. Gefällt mir wie gesagt sehr gut. Lässt sich auch schön anfassen und passt auch gut zum Pullover. Hier seht ihr mal so den Farbverlauf von dem Grau ins Rosa in, ja, ich weiß nicht, in das leicht Pinkene. Und so wird auch hier der Farbverlauf bei dem sein. Ja, machen wir mal unseren Maschenmarkierer fest. Hier habe ich meinen Markierer drin, weil da immer mein Bündchen startet. Und das markiere ich mir halt, damit ich da weiß, wie es weitergeht. Damit ich dann nicht regelmäßig so Acht geben muss, sondern da weiß man, ach hier, letzte Masche, Bündchen. Und wieder zurück, Bündchen und wieder normal. Jo. Machen wir mal unseren Maschenmarkierer fest, dass ihr wisst, wo wir waren
oder ich es weiß, wo wir waren. Denn ich bin jetzt an dem kleinen Muster hier oben auf der Rückrunde, dass man hier diese Art Strickmuster hat. Ihr seht es, wenn man zieht, wird der ganz schön durchsichtig, der Pulli, aber ja, hat man ja meistens noch so ein Shirt drunter, von daher ist das super. Das kann man garantiert auch später gut kombinieren mit entweder Langarm-Shirt oder so ein Kurzarm-Shirt noch drunter oder so ein Tanktop drunter. Ich denke, das sieht nachher super aus. Ja, das war einmal der Teil vom Pullover oder vom Oberteil. Nennen das einfach Oberteil. Dann habe ich noch, das wohnt hier in meiner kleinen Häschentasche. Dann habe ich noch ein Garn, wo ich euch aber nicht sagen kann, was das ist, wo es ist. Da hatte ich keine Banderole zu. Das habe ich mal an einem Restposten gekauft. Und ja, ich dachte, das ist ganz süß. Schon ein bisschen frühlingshaft, aber auch von den zarten Grüntönen her mit dem Lila, finde ich, ist es auch noch ein bisschen winterlich. Es ist dreifädig. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das letzte Mal gesagt habe. Dreifädig auf alle Fälle. Und lässt sich gut verarbeiten. Ja, ich hatte mir hier bei dem Tuch ein bisschen ein Muster ausgedacht. Also ich habe verschiedene Muster gesehen und habe die jetzt ein bisschen zusammengefügt, so wie es mir halt gefällt. Und ja, ihr seht es ja schon. Es sind Stäbchen, es sind Reliefstäbchen, es sind so Noppenmaschen dabei. Und das Ganze wird im Wechsel einfach fortgesetzt. Ja. Ich finde, so sieht das ganz hübsch aus. Die Wolle ist auch schön, lässt sich gut verarbeiten. Ist ein bisschen dünn, aber gut. Ich häkele das mit einer, ich glaube 3,5er Nadel, ja, 3,5. Ja, ich habe hier 2 Nadeln drin, weil ich zuerst mit ihr hier gestartet hatte. Aber ich weiß nicht, was mit ihr ist. Hier vorne der Edelstahl, der gleitet nicht gut. Also das Garn gleitet da nicht gut drüber. Der Faden bleibt hängen. Man merkt, dass man nur an einer Stelle zieht. Also es ist so ganz leicht rubbelig. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber ja, bei ihr ist es leider so. Und deswegen war die jetzt noch in meiner Tasche drin. Die lege ich mir aber jetzt raus und ich habe hier das ist eine Brümennadel, eine 3,5er. Ihr seht, es ist auch schon ein bisschen älter, man kann das kaum noch lesen hinten, aber die funktioniert besser. Und wie gesagt, 3,5 und 3,5, von daher passt das. Ja, und hier, das Tuch hatte ich euch ja gezeigt, letzte Woche waren wir hier und ich habe dieses kleine Stückchen hier mit da dran gehäkelt. Das ist jetzt sozusagen ja 1,5 Mustersätze. Aber gut, von nichts kommt nichts. Ein bisschen lahm. Ich weiß nicht, aber ich war die Woche auch sehr, sehr müde. Ich weiß gar nicht, wie es da euch geht.
Aber momentan, ich schlafe nicht gut und dann ja, bin ich den ganzen Tag über ein bisschen schlapp. Ob das dann jetzt schon diese Frühjahrsmüdigkeit ist? Manche haben das ja. Ich hatte es bis jetzt noch nie, aber was ja nicht ist, kann ja noch sein. Ja, und deswegen war das alles die Woche nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber trotzdem, ein bisschen ist gemacht. Ja. So, ich habe unseren Markierer versetzt, das Herzchen. Und dann schauen wir mal, vielleicht wird jetzt die kommende Woche ein bisschen besser. Obwohl ich immer finde, wenn die Tücher noch so klein sind, dann wachsen sie schneller. Wenn die Runden nachher länger werden, die hin und her rein, dann dauert es immer ein bisschen länger. Aber gut, wir lassen uns überraschen. Schauen wir mal. Aber mein Pulli, den würde ich schon gern jetzt in nächster Zeit fertig haben. Und wie gesagt, das Bündchenvideo für euch würde ich auch gern gemacht haben. Na? Ja, und dann habe ich noch ein anderes kleines Projektchen angefangen. Ich habe hier aus der Wolle, die ich euch vorgestellt hatte, vom NKD. Die ist zwar 100% Acryl, ja, Polyacryl, hat 180 Meter plus minus, ist geeignet für eine 5,5er Nadel. Dieses Garn hier jetzt, das heißt wohl Eva. Ja, und von dem hatte ich ja ein paar Knäule. Und damit habe ich angefangen, auch mit meiner 5,5er Nadel, ein kleines Hexagon zu häkeln. Ich habe jetzt nur mal den Anfang gemacht, weil ich mir noch unschlüssig war, ob ich da noch ein Muster mit reinnehme oder eher nicht. Wobei ich doch schon davon ausgehe, dass ich noch ein Muster reinsetze. So ein ganz zartes, schlichtes, dass ich vielleicht mit den Stäbchen arbeite und Relief noch mal drüber. Also so wie hier, dass ich das vielleicht im Wechsel einfach nur arbeite. Also wirklich ein ganz, ganz einfaches Muster, wo man nicht lange nachdenken muss und das einfach arbeiten kann. Ohne hinschauen zu müssen, so nach dem Motto. Bei so einfachen Mustern kann ich das schon mittlerweile. Bei dem vom Pulli auch, aber bei dem Tuchmuster zum Beispiel nicht. Ja, und dann werde ich die Knäule hier aufbrauchen für eine kleine Hexagonjacke. Ja, dann kann man die schön noch anziehen, jetzt fürs Frühjahr. Die Wolle ist ja Polyacryl, aber die ist schön weich, lässt sich auch super verarbeiten. Das Einzige, was halt hier ist, ihr seht es, sie ist unterschiedlich dick. Also ich hatte hier auch, mal schauen, ob ich es finde, ein, zwei, hier zum Beispiel, ja, ihr seht es, der Faden im Gegensatz zu diesem Faden. Na, komm hoch. Ja, also der ist wesentlich dünner wie er. So im Muster selbst oder im gehäkelten selbst glaube ich nicht, dass das großartig auffällt. Aber das Garn ist so. Es ist unterschiedlich. Hier seht ihr es ja auch. Dort. Ja. Und wenn ihr dann
so einen nebendran seht. Na komm. Einmal er und einmal er. Aber gut. Ich meine, für das Garn, für das Geld, mein Gott. Das ist halt so. Ja, aber der Verlauf so finde ich jetzt sehr hübsch. Von dem Weiß ins zarte Rosa und jetzt in dieses ja, bisschen schlammige Rosa und dann in das Lila. Ich glaube, das sieht nachher richtig hübsch aus. Ja, für ihn, für das Hexagon, habe ich noch keine Tüte. Ich gehe mal davon aus, dass ich mir da so eine Geschenktaschentüte einfach nehme, wo meine Kinder mal was zum Geburtstag bekommen haben und das dafür nutzen werde. Ja, aber ihr könnt mir ja auch mal schreiben, was ihr von dem Hexagon haltet, ob ihr da eher ein schönes Muster reinmachen würdet oder ob ihr den ein bisschen schlichter lassen würdet. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben. Dann könnten wir mal schauen nächste Woche, wie es aussieht. Und dann damit weitermachen, je nachdem. Ich denke mal, so eine Hexagonjacke, das kennt ihr bestimmt und habt ihr euch vielleicht auch schon gemacht. Könntet ihr mir ja auch mal Bescheid geben, wie das bei euch so aussah. Ja, das sind die 3 Projekte, an denen ich die Woche gearbeitet habe. Ich hatte euch letzte Woche hier zu diesem Tuch noch ein Tuch gezeigt, wo ich einfach wahllos die Muster gemacht habe. Aber das habe ich rübergestellt. Ich denke, das ziehe ich auch wieder auf. Dafür ist mir das Garn ein bisschen zu schade, das Baumwollgarn. Daraus möchte ich aus dem Garn doch was wirklich Schöneres machen einfach. Wisst ihr, wie ich meine? Oh, ich hoffe, ja. Ja, wie gesagt, in diesem Sinne, das waren jetzt meine Arbeiten von der Woche. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine schöne Zeit und ihr seid nicht so müde wie ich. Ich hoffe, ihr seid fit für die Woche, auch jetzt für die kommende Woche. Und dann würde ich sagen, lasst mir gerne ein Däumchen da, wenn ihr möchtet. Oder auch gerne ein kostenloses Abo. Über einen Kommentar freue ich mich natürlich auch. Und dann hören und sehen wir uns das nächste Mal. Bleibt gesund, macht's gut. Tschüss!